Lieber Günther Helm, du bist der studierte Jurist in Österreich, gut bekannt als jetzt langjähriger, ich glaube es waren 8 Jahre CEO von Hofer. Hast jetzt gerade einen Wechsel vor dir von Hofer zu Müller Drogerien, eine sehr bekannte deutsche Firma, 34.000 Angestellte im Handel, für die du da verantwortlich sein wirst. Eine Frage, die uns in Zukunft Neudenken extrem, wenn es um das Thema Handel geht, interessiert ist: Wie schätzt du das ein jetzt in den nächsten Jahren? Mehr übers Internet, mehr Online-Käufe generell oder doch stationäre Filialen, die die Menschen besuchen wollen? Wo geht's hin? Das ist eine spannende Frage. Es gibt weder das eine noch das andere. Also es gibt kein klassisches Schwarz-Weiß. Es wird beides geben, bin ich fest davon überzeugt. Es wird Bereiche geben, Bücher als ein Beispiel, und da werden andere folgen, wo der stationäre Handel bis auf Randgruppen verschwinden wird, wo es dann die Spezialitätenläden geben wird. Es wird aber auf der anderen Seite auch stationäre Händler geben, weil Menschen lassen sich inspirieren beim Einkaufen. Nicht jeder weiß vorher, was er kaufen will, sondern viele kaufen ein oder gehen einkaufen und entscheiden erst dann, was sie kaufen. Und da wird es für die Händler entscheidend sein, einen Erlebnisfaktor anzubieten. Also wenn ich als Händler in der Lage bin, auf meiner stationären Fläche eine Welt zu generieren, wo ich mich als Kunde wohlfühle, wo ich quasi eintauchen kann in eine Erlebniswelt, sei es in den Spielwaren, sei es in der Parfümerie, sei es bei anderen Artikeln oder sei es bei Lebensmitteln, wo ich einfach Menschen inspiriere zu kochen und einfach andere Geschmäcker mal auszuprobieren, dann werde ich Kunden auch auf die stationäre Fläche bekommen. Ein Faktor wird entscheidend sein, das ist der Faktor Zeit, weil Menschen, sage ich mal, gefühlt immer weniger Zeit haben. Also es hat jeder gleich viel Zeit pro Tag, aber gefühlt hat man immer weniger Zeit. Und vor dem Hintergrund ist ein effizienter Einkauf, egal wie der nachher dann aussieht, auf der stationären Fläche entscheidend, weil das wird das Kriterium sein gegenüber dem Online. Wie schnell bin ich, wie schnell erledige ich meine Aufgaben und welche Experience habe ich danach? Also fühle ich mich danach quasi, habe ich etwas mehr als nur meine Produkte mit nach Hause genommen, fühle ich mich gut, dann habe ich es als stationärer Händler richtig gemacht, weil der Online-Händler kann eigentlich nur eines, er kann über den Preis und das Produkt punkten, aber relativ wenig über Emotion. Und sowohl bei Hofer als auch bei Müller ist ja das Handel in verschiedenen Ländern. Jetzt ist immer die Diskussion, wie steht eigentlich Österreich, wenn es ums Thema Online geht, im Vergleich zum Beispiel zu Nachbarländern, die du ja auch jetzt bei Müller wieder mitbetreuen wirst. Ja. Wie siehst du das? Gibt es einen riesen Unterschied, ob in Deutschland oder in irgendeinem anderen Nachbarland, online versus stationär? Also vielleicht machen wir den extremen Sprung, weil ich jetzt gerade länger Zeit auch in Amerika war. Österreich hat den riesen Vorteil, weil es eine extrem hohe Dichte an Handelsfläche gibt, dass der Kunde recht kurze Wege zu seinem nächsten Geschäft, egal welcher Marke, auf sich nehmen muss. Wenn ich in einem Land lebe, wo die Distanzen relativ weit sind, wo ich sehr viel im Auto sitze, somit sehr viel Zeit, bin ich beim Faktor Zeit verbringe, um meine Einkaufsstätte aufzusuchen, wird der Onlinehandel, glaube ich, wesentlich stärker von Relevanz spielen, weil einfach der Convenience-Faktor, weniger Zeit aufzuwenden, um die Produkte zu bekommen, vorhanden sein wird. Eines, was aber ganz entscheidend sein wird für den stationären Handel, ist der Faktor Mensch, weil der ist im Internet nicht abbildbar oder im Onlinehandel. Wenn ich es schaffe, auf der stationären Fläche eine Interaktion mit dem Kunden herzustellen, wo der Kunde auch vielleicht wegen dem Mitarbeiter dann einkaufen kommt, wo einfach eine soziale Beziehung entsteht, dann ist der Handel langfristig offline safe, wenn man so will. Ist das nicht der Fall, ist es ein unpersönliches Abwickeln von Produkten, einfach ein Austausch von Dingen, dann wird es schwierig werden, da zu gewinnen. Aber Faktor ist sicher der Zeitfaktor, der Entfernungsfaktor, und vor dem Hintergrund in dieser Kombination wird es auch unterschiedlich schnell Entwicklungen geben. Wenn man nach Amerika sieht, Instacart als Beispiel, funktioniert deshalb so wunderbar, weil Menschen in Großstädten einfach nicht gerne mehr im Stau stehen, sondern sich die Produkte, auch Lebensmittel nach Hause liefern. Und jeder sagt, ich möchte mir meine Avocado, meine Äpfel selbst aussuchen. Wenn ich es als Händler schaffe, das online so abzubilden, dass der Kunde Vertrauen darin hat, ist der Faktor des Zeitgewinns so viel stärker, dass er auch diesen Weg geht. Und das ist wahrscheinlich die Voraussetzung. Herzlichen Dank, super spannend. Danke dir. Dankeschön.